Und unsere Reporter, die sind ja bereits seit Wochen in den USA unterwegs, um die Stimmung einzufangen, gerade auch in den sogenannten Swing States, also dort, wo aller Voraussicht nach die Entscheidung am Ende fallen wird. Hier eine Einschätzung zur US-Wahl von unseren Korrespondenten Gregor Schwung, Alina Quast und Max Hermes. Ja, diese Kundgebung hier in Grand Rapids im Westen Michigans ist für Donald Trump in zweierlei Hinsicht sehr bedeutend. Zum einen hat er ja schon klargemacht im Podcast von Joe Rogan, dass das seine letzte Wahl ist. Somit ist das hier auch heute Abend seine allerletzte Wahlkampfveranstaltung. Und es ist noch nichts bekannt, was Donald Trump hier an Gästen auffahren wird. Es ist aber zu erwarten, dass irgendwas passieren wird, denn Donald Trump möchte das hier zu einem besonderen Event machen. Er hat in dieser Stadt 2016 seine letzte Wahlkampfveranstaltung abgehalten. Dann 2020 ebenfalls wegen des guten Omens und ab jetzt, ab einem dritten Mal, ist es dann eine Tradition, sagt er. Deswegen kommt er nochmal nach Grand Rapids, hier nach Michigan. Dadurch, dass es überall wahnsinnig knapp ist in den Swing States und es dort keinen klaren Vorsprung eines Kandidaten gibt, ist auch Nevada extrem wichtig und das wissen auch beide Kandidaten. Es gab ja hier zuletzt zwei große Rallyes in und um Las Vegas. Warum ist Nevada noch spannend? Ja, vor allem wegen der vielen verschiedenen Wählergruppen, die man hier ansprechen kann. Also ein Viertel sind Latino-Wähler hier in Nevada. Dazu kommen 28 indigene Stämme, die auch einzeln angesprochen werden können mit verschiedenen Themen. Und wenn man dann noch einmal auf die Demografie schaut, da sieht man, dass es mehr unabhängige Wähler gibt, also die nicht einer Partei angehören, als es Demokraten und Republikaner gibt. Also hier kann man wirklich um viele, viele Stimmen kämpfen und das tut man hier auch. Kamala Harris führt nach neuesten Umfrageergebnissen von New York Times in 4 der wichtigen Swing States in North Carolina, Wisconsin, Georgia und Nevada. Trump führt nur in einem dieser Swing States, aktuell Arizona, und 2 Swing States, nämlich Michigan und Pennsylvania, die sind aktuell ausgeglichen. Pennsylvania, nochmal zur Erinnerung, das ist der Swing State, auf den es am Ende ankommen wird. Das ist der Swing State mit den meisten Wahlmännern, 19 an der Zahl, die dort gewonnen werden können. Aber insgesamt sind die Umfragen eben sehr eng. Die Amerikaner sagen too close to call. Es ist zu eng aktuell, um etwas daraus ableiten zu können, wer jetzt als Sieger in diesen Swing States letztlich hervorgehen könnte.